Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana, der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo zusammen, herzlich willkommen wieder bei unserem Podcast Madame Foganas Herzenssache. Ich bin Christine Ich bin Bettina. und heute wollte ich mal mit Bettina darüber sprechen, wie das denn eigentlich so mit dem Thema Gesundheit in Ghana ist. Das ist ja schon auch ein Menschenrecht und ich denke mal, also wir hier in Deutschland, Europa haben da ganz andere Probleme als in Ghana, auch von was Krankheiten angeht. Also jetzt mal Malaria, das ist ja bei uns nichts Gängiges, hat der ein oder andere vielleicht schon mal bei einer exotischen Reise sich eingefangen, aber da gibt es sicher noch eine lange Liste an anderen Sachen. Und dann ist ja auch das ein Thema, was sich Madame Fogana mit auf die Fahnen geschrieben hat. Also neben Wasserbrunnen bohren und Schulbildung ist Gesundheit ja schon ein Thema, ganz abgesehen von noch anderen Sachen wie Baumpflanzen und so weiter, Schulspeisungsprogramm. Aber heute geht es mal ums Thema Gesundheit. Und da würde ich doch gerne mal wissen, welche Krankheiten gibt es denn so in Ghana? Wie ist denn das überhaupt, wenn man dann so im Busch ist, in the middle of nowhere? Und dann ist da ja nicht unbedingt gleich ein Arzt am Eck, ja, der dann mal schnell und dann muss man da 30 Kilometer irgendwo hin und hat aber gar kein Rad und Auto schon gar nicht. Wie läuft es denn dann so oder, ja, Leben nicht? Ja, Christine, das ist ein tolles Thema, das du dir ausgesucht hast. Es liegt mir natürlich auch, nah am Herzen, weil ich ja selber Kinderkrankenschwester bin. Und, kurzer Rückblick für alle Interessierten: In den ersten Folgen unseres, Podcasts sind wir da mal drauf eingegangen, wie das für mich war an dem See und, wie wir da angekommen sind. Da spielte ja Gesundheit, weil mein erstes Projekt in der Ashanti-Region war ja eine kleine Buschklinik. Das war ja der Grund, warum ich überhaupt nach Ghana mal gekommen bin vor 25 Jahren. Da könnt ihr vielleicht mal reinhören. Da könnt ihr mal ein bisschen zurückklicken. Ähm, Wenn wir zum, ja, Gesundheit kommen, und dieses ganze Feld ist ja ziemlich weit. Vielleicht schauen wir uns mal an als Erstes, wie ja die ghanaische Gesundheit überhaupt organisiert ist. Was meinst du, Christine? Ja, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee, auch so, Krankenversicherung. Ich meine, bei uns ist ja jeder krankenversichert, dort ist es sicher ganz anders. Manche haben vielleicht eine Versicherung und wenn ja, was bezahlt die dann oder wie ist das da organisiert? Und was machen die, die keine haben? Die sterben dann einfach, wenn was Schlimmes ist oder wie ist das? Vor allem ja auch bei diesen vielen Müttern, die ja diese vielen Schwangerschaften, die es da gibt. Wie ist denn da die Betreuung? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, um Mütter und Kindersterblichkeit auch zu verringern oder überhaupt einzudämmen, überhaupt die Überbevölkerung auch ein bisschen anzugucken. Also, da gibt's ja 'ne wirklich eine lange Liste, aber das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, ja. Die, ghanaische Regierung hat vor Jahren, man kann schon Jahrzehnten sagen, eine Krankenversicherung eingeführt. Und, das ist die National Health Insurance, also auch sowas wie wir, wie wir in Gesetzliche Deutsch Krankenversicherung. ja genau, wie wir auch in Mhm. Deutschland haben. Das, funktioniert soweit ganz gut. Eine Problematik ist, dass man sich dann natürlich registrieren muss. Das ist nicht das Problem, sondern es sind häufig eben Menschen, die sich mit diesem System nicht auskennen in den Dörfern, die einfach keinen Zugang zu dieser Bildung haben. Was ist das und was macht man damit? Das ist einfach ein Ansatz, wo man sagt, man kriegt möglichst viele Leute, oder wir kümmern uns darum, dass Leute wirklich in die ghanaische Krankenversicherung kommen, weil jede Krankenversicherung, mein, Thema haben wir auch immer in Deutschland: Je mehr Leute einzahlen, umso besser ist es natürlich auch für das System einer Versicherung. Diese Krankenversicherung, übernimmt dann Basisversorgung, also die von dir erwähnte Malaria und, ich sage mal, ja, wir müssen hier schon sagen, Basiskrankheiten, ne? Also Durchfall, die tropischen Krankheiten, wenn man leicht 'n Unfall hat und so weiter. Das ist dann alles da drin enthalten. Eine Problematik für die Patienten, weil das hört sich jetzt erst mal ganz gut an, eine Problematik ist, wenn man halt in 'nen Krankenhaus aufgenommen werden muss, also auf 'ner Station zum Beispiel, wenn man dort, wie sagt man in Deutschland, eingewiesen wird, also ins Krankenhaus eingewiesen wird und bleiben muss,
dann muss man sich je nach Station und Krankenhaus eben auch zum Teil selber versorgen, weil die Mahlzeiten nicht mit inbegriffen sind. Das ist einfach ja eine finanzielle Belastung. Und dann muss die Familie mitmachen, weil zum Beispiel Medikamente nach der Anordnung des Arztes dann selber besorgt werden müssen. Also zum Beispiel in der krankenhauseigenen Apotheke. Aber da ist sehr viel, ich sag mal, gefordert von dem Patienten oder der Familie, Angehörigen des Patienten, was nicht wie bei uns automatisch läuft. Und Mhm, das kannst du mhm. dir vorstellen, das ist natürlich einfach auf jeden Fall eine Hürde und auch mit Kosten verbunden, ne, mit Transportkosten und einfach Dinge zu kaufen, die vielleicht von der Versicherung nicht gedeckt sind. Mhm. Also, ich weiß noch, wir waren ja damals das war 2016 und dann auch 2019 waren wir in Brody und da habe ich das eben gesehen an die in diesem Health Center, das ihr ja da gebaut habt, oder Madame Fo da eben, gebaut hat. Und da habe ich das schon gesehen mit diesen Krankenzimmern, wo dann die Familien mit dem Essen angekommen sind, weil, man vor Ort nicht einfach wie bei uns im Krankenhaus automatisch es eine Krankenhausküche gibt, aus der man dann verköstigt wird, sondern da müssen dann die Leute teilweise 2 Stunden zu Fuß mit Essen, durch die Gegend latschen, um ihren Patienten, ihren Ja. Familienangehörigen da zu versorgen. Also, das ist schon ein Aufwand, den können wir uns hier gar nicht vorstellen. Ne, da muss man sicherlich, um Mhm. das vielleicht noch mal zu erwähnen, auch für unsere ghanaischen Zuhörer, damit die nicht also, damit wir's bisschen differenzieren. Klar, in den größeren Städten, in der Hauptstadt, in den großen Städten Kumasi und Tamale und in den größeren Krankenhäusern gibt's schon dann diese Kantine, wo man sich das auch aussuchen kann. Aber das ist ja nicht das Gros, Mhm. der Nation, sage ich jetzt mal. Da Ist geht klar. es wirklich um das, was du erwähnt hast, diese kleineren Health Center. Gibt verschiedene Stufen oder ja, Kategorisierungen ist, glaube ich, das richtige Wort, eben von Gesundheitseinrichtungen. Da gibt es eben diese CHIPS Compounds, das ist wirklich nur Community Health. Das kann man vielleicht wie mit bei uns einfach nur eine Notaufnahme, ich sage mal Notversorgung, ja, Minimalversorgung Ersthilfe bezeichnen. quasi, ja. Ja, Wie so 'ne Erste Hilfe, ja, Ersthilfe. ja, genau. Genau, ja. Erste Hilfe, das ist gut. Mhm. Das kann man vergleichen. Oder wie der Health Center in Brody, den du gerade erwähnt hast. Mhm. Das ist ja, 'ne können wir für unser Verständnis schon kleine Klinik sagen, wo es eben 'ne Notaufnahme gibt, wie wir das auch von uns kennen. Und dann, haben wir da 'ne Männerstation, 'ne Frauenstation, 'ne Entbindungsstation, was sehr, sehr wichtig ist, und 'ne Kinderstation. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da hat ja unser lieber Atze sich für die Kinderstation, groß eingesetzt beim, RTL-Spendenmarathon damals. Genau. Das ist da Mhm. entstanden. Genau, also es kommt immer ein bisschen einfach auf die Kategorisierung an und natürlich auch klar, wo liegt die Einrichtung oder gibt es überhaupt eine? Ja, und ich kann mich da noch erinnern, weil die hatten da ein Motorrad, auf dem sie dann die Kranken, transportiert haben. Und dann das ist ja für uns also, für mich war das dann schon irgendwie so: „Ja, um Gottes Willen, da ist jemand schwer verletzt und dann fährt der hinten im Sozius schwer verletzt auf diesem Motorrad. Dann vielleicht noch mitten in der Nacht, nix ist beleuchtet, Schlaglöcher ohne Ende.“ Also, das ist schon so eine Horrorvorstellung gewesen. Und dann dachte ich mir: „Ja, kann man das nicht irgendwie umstellen auf irgend so 'n Krankenwagen?“ Ja? Aber da haben die mir dann erklärt, ne, das wäre keine so gute Idee, weil sie wenn dann da was kaputt ist, dann hätten sie ja keine Ersatzteile und könnten das gar nicht reparieren. Deswegen ist das mit ihrem Motorrad schon die bessere Lösung. Also, es ist mir wieder da auch, das wie öfters schon ja im Übrigen, klar geworden, dass wir hier mit unserer Denke das ist dort so anders, dass wir oft an Sachen gar nicht so denken. Ja, okay, Motorrad war jetzt, die nächste fortgeschrittenere Stufe wäre jetzt so ein Krankenwagen, da machen wir ja nur, dass dann die Infrastruktur ja nicht vorhanden ist, dass man gescheit auf der Straße fahren kann, dass es dann gar nichts bringt, wenn dann hinten einer drin liegt, der in jedem zweiten Schlagloch, dann hast du 'n Achsenbruch und dann ist es so. Also, das fand ich dann auch schon wieder, was die Leute eigentlich aushalten müssen, um eine medizinische Versorgung zu bekommen. Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang kann man wirklich das, aktuell, glaube ich, etwas überstrapazierte, aber hier sehr passende Wort Resilienz Mhm. verwenden. Ähm,
wie ich auch schon in anderen Interviews gesagt habe, du musst halt hier aus nix irgendwas machen Mhm. und dich einfach der Situation anpassen. Also, es gibt einfach wie würde ich das beschreiben? Es ist nicht verhandelbar. Du Ja. findest dich in der Situation, du hast Mhm. einen Patienten, wie du gerade beschreibst, mitten in der Mhm. Nacht, wie damals bei mir im Dorf APU, alles Mhm. dunkel, nachts kommen die Schlangen raus und du musst dahin zu einer Entbindung. Und dann musst du einfach in dieser Situation schauen, was ist jetzt das Beste oder das Mhm. Maximale, was wir eben machen können. Da ist einfach 'n Moped 'ne gute Sache. Was wir auch haben, sind diese Dreiräder, diese Tricycles, diese motorisierten, wo hinten so 'n bisschen 'ne Art Ablage ist. Da kann man dann wie, ich sage mal, 'ne Trage draufpacken, Mhm. und die sind einfach so ich sage mal, man kann alles selber reparieren, was einfach Ja, auch klar. wichtig ist. Wir müssen Mhm. immer alles selber reparieren können und uns möglichst den mit dem, was da ist, helfen können. Ich sage immer, in Ghana, können wir alles machen. Entweder habe ich Draht, Pflaster, also, dieses Sellotape, ne? Wir sagen immer, Draht, Sellotape, also diese großen Pflasterrollen, Draht, Sellotape oder Pottifiller. Pottifiller ist so 'ne Art weißer Kleber, den kannst du hier in Wände reinmachen, um Löcher und so zumachen. Wenn du irgendwas von den 3 Sachen hast, kannst du Mhm. fast alles erst mal reparieren oder in Gang kriegen. Also, es Und dann wieder funktioniert, ja. Mhm. ja, du musst dich einfach dann in so 'ner Situation fragen: „Was machen wir jetzt? Und wenn wir gar nichts machen, was sind einfach die Konsequenz?", ne? Ja, klar. Wie, Mhm. Viktor, in seinem Podcast, gesagt hat, diese Maternity-Geschichte, ja, wenn da jetzt keiner kommt zur Entbindung, dann stirbt die Mutter und das Kind, Punkt. Ähm, ich will das gar nicht, dramatisieren oder so, dadurch, dass ich eben hier lebe und das einfach meine Realität ist, die da nicht Mhm. schön ist, das sind einfach Fakten. Da gibt es nicht: „Ja, aber könnte man und wenn das ginge", when and if, ja? Ja, ist schon Wenn klar. und aber. Ja, verstehe Wenn und schon. aber gibt's hier nicht und zwar Ne, gar ist schon nicht. klar. Jetzt wollte ich noch mal auf 'n Thema kommen und zwar, in unseren Krankenhäusern, also in denen von Madame Fo, da wird ja auch nach, ich sage ich mal, traditionelle Medizin betrieben, Ja. aber also in unserem Sinn traditionell, aber es gibt ja auch diese Heilmethoden, ich sage mal Schamanen und, irgendwie so. Mhm. Wie schwierig ist es denn jetzt für Madame Fo, wenn jetzt, kommen da die Leute einfach mal und denken sich, oder kommen sie erst, wenn der Schamane versagt hat und dann geht man vielleicht doch mal in das Healthcare Center von Madame Fo? Oder ja, welche Rolle spielen denn da diese alternativen Heilmethoden, die Sie selber gewohnt sind über Jahrhunderte? Ja. Äh, für diese, für diese Anwendungen möchte ich mal so 'n bisschen in die Bresche springen, auch wenn ich natürlich in der, Schulmedizin sozusagen in Deutschland gebildet wurde. Das gibt es natürlich überall und ist für einen Großteil der Bevölkerung überhaupt die einzige Möglichkeit, an Hilfe, sagen wir jetzt mal Mhm, medizinische mhm, Hilfe in irgendeiner Art und Weise zu kommen. Da mhm. haben wir zum einen eben diese, Herbalists, also Ah die ja, mit mhm. Pflanzen So alles wie bei machen. uns, Heilpraktiker oder Homöopathen, sage ich Ja, mal vielleicht. Mhm. ich habe jetzt das extra beides nicht in 'n Mund genommen, weil, ich einfach ich will mal versuchen, diese besetzte Begrifflichkeit, die wir haben, die will ich versuchen, hier nicht aufkommen zu lassen für unsere Zuhörer, sondern da sind wirklich Leute, die würde ich eher, mit, ja, unseren Urgroßeltern oder Großeltern, die auf'm, ich sage jetzt mal, auf'm Dorf gelebt haben, auf'm Bauernhof, wo die, Mama oder, ne, zu Hause wusste man, Löwenzahn ist da und dafür gut und dann Gut, hole ich mir ja, meinen okay. Salbei, ja, Aha. hole ich da. Thymian und so was, Genau, ja. also Okay. deswegen, will dich da nicht korrigieren, aber, diese Begriffe würde ich mal raushauen. Das sind wirklich Leute hier, die sich einfach mit den Pflanzen und ihren Wirkungen, die sie dann ja zu irgendwie Heilpflanzen, sage ich jetzt mal, machen w macht, Mhm. ähm, das funktioniert zum einen natürlich, klar, wir nehmen auch Salbeibonbons, wenn wir Halsschmerzen haben oder so. Das ist einfach eine Sache, die auch finanzierbar ist. Stichwort Krankenversicherung, nicht alles wird bezahlt, nicht jeder ist registriert. Dann ist es etwas, wo die Menschen sich selber mit auskennen. Also, als ich zum Beispiel, schwanger war und meinen Klausi-Mausi, mit mir hier rumgetragen habe ich ganz, ganz viel von den Dorffrauen, eben
ich sage jetzt mal, Pflanzen in verschiedenster Art und Weise bekommen, benutzt und so weiter, wo man sich dann auch wirklich drauf verlassen kann. Also gerade die Hebammen, also zur Schmerzstillung, Muskelrelaxierung, das sind ja auch Sachen, die wir haben, die hier aber einfach noch komplett im Alltag viel, viel mehr, würde ich einen sagen, höheren stattfinden. Stellenwert haben als bei uns jetzt, ja. Danke, höherer Stellenwert. Das würde ich so sagen, das ist das eine. Dann haben wir natürlich, diejenigen, die eben dieses, was wir unter Juju oder Voodoo oder was auch immer bezeichnen müssen, ne? Da halte ich mich jetzt mal komplett raus, weil, habe ich noch nie beobachtet, gesehen, kenne ich mich jetzt nicht mit aus, aber das gibt es natürlich auch, ja, Mhm. dass diese Dinge praktiziert werden. Und dann haben wir natürlich hier, einen wichtigen, Beitrag sind die TBAs, die Traditional Birth Attendants, also die Hebammen, die keine schulmedizinische Ausbildung haben, sondern ich nenne es jetzt mal halt wie bei uns 1800, die Hebamme im Stiefel Dorf, machen. Ja. die das alles wusste und die meistens die Beste war, so. Also nicht jeder, der mal 'n Kind gekriegt hat, weiß, 'ne Hebamme, die richtig weiß, was sie da tut, brauchst keinen Arzt, ne? Klar. Der stört dann nur. Ja. Ähm, so, und die gibt es, aber da muss man natürlich, äh, einfach aufgrund, dass es 'ne Nation 'ne Regulierung gibt, schauen, dass man da vielleicht das, oder das macht der ghanaische Staatsgesundheitsministerium auch, dass das alte Wissen in das Neue mit einfließt, weil da geht's um Griffe und so weiter. Aber da geht es einfach auch darum, dass die Welt sich weiterentwickelt hat und wenn es 'n gutes Medikament zur Schmerzstillung gibt und so weiter, dann, also diese, traditionellen Hebammen, ich will es mal auf Deutsch sagen, diese traditionellen Hebammen, die werden auch geschult, das ist 'n großes Anliegen und arbeiten, das ist meine Beobachtung, wirklich auch zusammen mit den, ich nenne es jetzt mal schulmedizinischen Medizinern, genau. Hebammen, Ja. ne? Ah ja, Aber das okay. gibt's auf Mhm. jeden Fall auch. Und ich selber, habe zum Beispiel eine Pflanze, Moringa, das ist 'n Baum, da gibt's Mhm. dann einmal Blätter von, da kann man aber auch die Blüten nehmen, die kann man sehr gut mit 'nem, Spiegelei machen. Moringa ist der Grund, warum ich 14 Jahre in Ghana keine Malaria hatte. Also das, wirkt, das gibt's auch sogar, also was heißt sogar, das gibt's auch in Deutschland und überall zu kaufen als Pulver oder so. Das wirkt wirklich, das Malaria bekommt man nicht. Und dann wurde der Baum in dem Haus, wo ich da Zugang zu hatte, zu diesem zu Malaria sage ich jetzt schon, zu diesem Moringabaum, wo ich Zugang hatte, da Mhm. wurde der Baum gefällt und dann hatte ich auf einmal da keinen Zugang mehr zu. 2 Wochen später hatte ich 'ne Malaria und zwar eine, die sich gewaschen hat, ja? Da habe ich, 'n ersten Schub im Dorf gekriegt. Das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist, als ob du dir einer wirklich mit der Bratpfanne vorn Kopf haut und du liegst und du kannst nichts mehr machen. Du bist, fix und fertig, fast weggetreten, so 'n Malariaschub. Also, jeder, der jetzt zuhört und den schon mal hatte, könnt ihr mir gerne mal 'ne E-Mail schreiben oder in die Kommentare, wenn wir hier auf Social Media was posten, ne, einfach uns an eurem Leid oder was ihr so erlebt habt, teilhaben lassen. Das war ganz, ganz furchtbar, dass die mich ins Krankenhaus natürlich klar gebracht haben. Ich werde diese Fahrt nie vergessen. Ich habe auf der Fahrt gedacht: „Ich muss sterben.“ Ich kann das gar nicht beschreiben, das war ganz schlimm. Dann haben die mich natürlich behandelt. Damit kennen die sich jetzt hier ja auch Gut super aus, aus, weil, ne, ja. Mhm. äh, das haben die auch gut in 'n Griff gekriegt und dann ging's mir auch wieder gut. Aber in Ghana sagt man, ich übersetze es jetzt gleich auf Deutsch: „Malaria liebt Stress.“ Also, wenn du Stress hast, up and down, hin und her, dann kriegst du rucki-zucki 'nen Rückfall und ich musste kurz danach oder bin kurz danach nach Deutschland geflogen und habe, und das ist nicht, ich mache da nix bei, Leute, nicht damit er dir denkt: „Oh, jetzt wollen die hier heischen und hier, irgendwas machen, damit der Podcast mehr gehört wird.“ Ne, ne, das war wirklich so. Ich habe dann im Startvorgang der KLM-Maschine, in der ich saß, nach Amsterdam, habe ich 'n Malariaschub gekriegt. Die Maschine rollte aufs Rollfeld und ich merkte, ich breche zusammen. Mir ging's von jetzt auf gleich so schlecht. Ich kann es gar nicht, ich überlege nach Worten, ich kann's nicht beschreiben. Wirklich, als ob du denkst, jetzt knipst dir einer das Licht aus. Ich war fix und fertig, Puls hoch, Blutdruck runter, alles. Und ich habe den neben mir angestupst. Ich habe gesagt: „Wir müssen das Flugzeug anhalten. Ich muss hier aussteigen.“ Ich habe gedacht, ich muss sterben und ausflippen gleichzeitig.
Mhm. Und die Stewardessen, die sitzen doch ich habe ziemlich weit vorne gesessen, ich glaube, 1. oder 2. Reihe, die sitzen doch da mit dem Rücken zu einem, das heißt, die kann man angucken. Und ich habe gewunken und dann ist die aufgestanden, während wir so in die Startposition gerollt sind. Ich habe gesagt: „Sie müssen das Flugzeug anhalten, ich kriege 'n Malariaschub." Dann hat die das noch versucht und dann ist der das also, das sind ja alles Prozesse, das dauert ja dann 'n bisschen. Dann Ja. ist der abgehoben und dann hat sie gesagt: „Schaffen Sie das noch?" Ich sage: „Ja." Und dann kam einer von der Bundeswehr. Mhm. Der hat sich dann meiner angenommen, weil der konnte also, ne, der konnte mich jetzt nicht heilen, aber weißt du, wenn man fast am Sterben ist und einer einen so nimmt und sagt: „Pass auf, was ist jetzt los? Jetzt Ruhe", ne, also wie 'n Unfallopfer. Ruhe bewahren, ich bin da. Bleib Ja. ruhig, was machen willst? Dann hatte der 'n Malariatest dabei, dann hatte der 'n paar Tabletten dabei und dann hatte ich total Angst. Dann haben die überlegt, ob die notlanden. Dann, habe ich so Angst gehabt, dass die mich in Mali da rausschmeißen, ne? Das wäre Oh das Gott. Letzte gewesen, Ja, ja. ich hätte aussteigen wollen, ja? Und dann haben die da muss ich einfach sagen, keine Ahnung, ich will niemandem was, aber die Holländer sind einfach cool, ne? Die Holländer sind so gelassen, die machen das schon. Dann kam der Kapitän und hat gefragt, wie's so ist. Ich sage: „Ich schaffe das schon, wir müssen halt irgendwie jetzt ankommen", ne? Also, aber wirklich, ich habe mich so schlecht gefühlt und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich hart im Nehmen bin. Ich würde nicht sagen: „Könnt ihr das Flugzeug anhalten", weil mir Wenn jetzt es grade mal wirklich bisschen akut Kopfschmerzen, wäre, ja, ja. ja? Mhm. So, das Ja. war mein erster Malariaschub und dann bin ich zu uns nach Hagen ins Krankenhaus und dann hat sich da das dann seinen Lauf genommen. Ja. Aber, Mhm. weißt du, ich konnte, ne, also wir hatten 'n Auto damals im Busch, dann haben die mich ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte Geld einfach, um die Behandlung zu bezahlen. Ja, Und klar. dann habe ich das so wirklich gespürt. Wow, ne? Also, da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht, natürlich nicht, Mhm. ja. Aber so, weißt du, wenn du dann es überstanden hast, weil's wirklich auch kritisch war. Also, das war nicht lustig. Wir mussten in Hagen so 'ne Veranstaltung absagen und alle haben sich super Sorgen gemacht und ich hatte auch so 'ne Hämolyse, wo sich das Blut aufgelöst hat. Also, war nicht lustig. Aber der liebe Gott hatte, alles im Griff sozusagen. Und Mhm. dann, habe ich also wirklich im Nachhinein habe ich mir gedacht: „Wow." Und das ging mir oft so, weil ich da auch schon Dass man andere dann einfach Unfälle mir spürt, ja, wenn man am eigenen Körper gespürt hat: „Aha, okay, und das haben die Leute in Ghana, ich sage mal, alle Nase lang, ja. dieses Problem, und haben eben dann keine medizinische Ja. Versorgung und müssen das auch irgendwie klarkriegen und überleben.“ Das ist schon mal 'ne ganz andere Hausnummer. Mhm, Ja, verstehe ich schon. also das war gar nicht lustig. Und 'ne andere Anekdote ist, ich war schwanger und auch hier in Ghana. Und ich habe ja mein Kind auch in Ghana bekommen, ne? Mhm. Und das habe ich wirklich intentional gemacht. Ich hatte, gute Vorsorge in Accra bei 'ner, deutschen Gynäkologin, wo hier auch Ghana hingehen so. Die hat sich meiner angenommen, war alles gut und war auch alles soweit komplikationslos. Aber dann hatte ich ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich war auf dem Weg zur deutschen Botschaft, um das WM-Finale 2014. Der Mhm. Klaus ist ja Mhm. 2014 geboren, im August. Da war doch Deutschland im Finale, Fußballfinale. Mhm. Und da war ich auf'm Weg, zur deutschen Botschaft, da wollten wir Fußball zusammen gucken. Und, zu Hause haben sie mir noch gesagt: „Bettina, bleib mal lieber zu Hause. Bleib mal zu Hause, musst jetzt nicht Fußball gucken gehen, bleib mal zu Hause." Und dann hatte ich auf dem Weg dahin 'nen schweren Autounfall. Da ist uns volle Kanone hinten 'n Polizist reingefahren, der am Handy war, also mit seinem Privatwagen. Und, hatte so 'ne also ich habe hier auch so 'ne Krankenversicherung, da kam dann wirklich der Krankenwagen und die haben mich dann auch ins Krankenhaus gebracht und da stand dann gleich der Chefarzt von der Gynäkologie, weil eben das wurde wie bei uns in Deutschland angemeldet. Das war halt 'n großes internationales Krankenhaus, ne? Ist alles gut gegangen, will gar nicht so sehr auf mir rumreiten, aber da in dem Moment habe ich wirklich gedacht: „Boah, Gott sei Dank kommt jetzt jemand." Also, ne, Echt? wenn du schwanger Ja, bist, klar. also wenn du selber was hast, aber wenn du da ging's ja wirklich, ne, als Mama geht's dann wirklich nur ums Baby. Mir war das so egal, was mit mir ist, mir war nur: „Oh Gott." Dann bewegte der sich nicht mehr, weil der diesen Wumms gekriegt hat und dann sind die innen drin, das hat mir dann auch 'ne Hebamme gesagt, die haben dann keine Lust. Die machen so, der hat sich nicht mehr bewegt, Herzumschlag war alles da, aber der hat sich halt nicht mehr bewegt, nicht getreten, gar nichts. Da denkst du ja erst mal: „Oh Gott, das Kind ist tot", ne? Mhm. Ganz furchtbar. Und wo ich da tagelang im Krankenhaus war, da habe ich da dran gedacht. Da habe ich gedacht: „Wow, ne, Mhm. ich liege jetzt hier und sie machen alles Mögliche, ne, und der Himmel macht den Rest." Aber wenn du dann, wie der Viktor erzählt hast, da mitten im Busch bist und nix und niemand, Ja. egal was man hat. Ich Also, hatte mich auch hat mal es damals Cholera, auch habe ich da im schon Busch gelegen, ne? beeindruckt.
als wir damals eben im Norden waren und dieses Kinderheim eingeweiht haben und dann mir eben auch die Einheimischen erzählt haben, dass eine Frau da 30 Kilometer zu Fuß, schwanger, zum nächsten Arzt zu Fuß geht bei 40 Grad Hitze, 45 Grad Hitze. Ja. Da denke ich mir, also wir würden alle zusammenklappen, Ja. weil das würden wir gar nicht aushalten, ja. Also das ist schon was, wo ich Die sage, Resilienz. genau. Also, als wir das erste Mal in Ghana waren, hat mir der Emanuel damals gesagt: „The African woman is the strongest woman in the world." Ja. Und da musste ich ihm wirklich recht geben, weil also das, was die da aushalten, das ist echt ein Wahnsinn. Ich ja, guck, Christine, wo du überall mit uns unterwegs warst und was du auch eben gesehen hast, ne? Ja, Das ist also schon Wahnsinn. das Ja. ist schon ja, also oder auch da als wir da mit den Frauen auch gesprochen haben und dann gesagt haben: „Ja, also Leute, jetzt erzählt uns mal, was braucht ihr denn eigentlich so am dringendsten?" Ja. Und dann sagten die: „Ja, also wir haben hier 5.000 Frauen und wir haben eine Hebamme. Es wäre gut, wir hätten mal eine zweite, die auch vielleicht ein bisschen näher ist als die, die wir gerade haben." Also, solche banalen Sachen, über die wir uns hier gar keine Sorgen machen, also, da muss man sich schon mal gucken, das ist schon heftig. Jetzt wollte ich mal noch fragen, seit wann machst du eigentlich oder seit wann hast du dir gedacht: „Ja, also, jetzt habe ich ja den ersten Brunnen hast du ja damals in Apevo Ja. gebaut." Und dann wann hast du dann gedacht: „So, und jetzt muss ich mal eine kleine Gesundheitsstation machen." Ich sage mal, vielleicht nur so wie Gartenhaus und da setzt man dann mal 'ne Krankenschwester rein, damit die mal 'ne Anlaufstelle haben für Notversorgung. Oder wie ist das damals gelaufen mit deinen Gesundheitsprojekten? Generell haben wir ja immer individuellen Patienten geholfen und helfen auch immer noch. Da findet man auch auf unserer Website 'ne Spendenaktion, wo wir einfach die du gerade beschreibst, diese Notfälle, ne? Mhm. Die fallen dir in 'n Schoß. Also, meinen Mitarbeitern ständig überall, ne, auch in deinem Kayayo-Projekt zum Beispiel, ne, wo auf einmal jemand irgendwo auftaucht und wirklich Not am Mann ist, Ja, ja? wie wir ja schon mal 'ne Folge gemacht haben, auch über diesen einen Jungen, den du Ja. dann akut, geholfen hast oder wenn jemand ganz massive Verbrennungen hat, weil die kochen ja alle mit offenem Feuer und so weiter, Ja. dass du dann sagst: „Ja, da Also, muss das man jetzt" ja, mhm. Das ist das eine. Also, da, kann man sehr, sehr gut wirklich konkret helfen und da kann ich jeden nur motivieren, der sagt: „Ja, ich habe aber keine 5.000 € für 'n Brunnen oder so." Ne, brauchen wir nicht. Du, mit einem ist geholfen, mit 5 ist geholfen, weil jeder, der einen hat, gibt einen und dann können wir da schon eben wirklich retten. Also, wirklich konkret Leben retten. Das Nächste ist, um auf deine Frage zurückzukommen, da sind wir dann, in die Brong-Ahafo-Region gefahren. Das ist, rund um Viktors Heimatdorf und da gab's auch überhaupt keine medizinische Versorgung, ne? Und das war ja schon immer. Also, jetzt ist mittlerweile alles mein Steckenpferd, ist klar, aber da war d Gesundheit war ja von Anfang an mein Ja, ja, ist klar. größtes Anliegen und deswegen bin ich ja auch mal nach Ghana gereist, also zum ersten Mal, deswegen. Und in Brody, Brong-Ahafo, jetzt Bono, Region, da haben wir eben die erste Klinik angefangen und die haben wir dann nach und nach quasi mit diesen Abteilungen immer weiter ausgebaut. Also, erst wirklich nur diese, wie gesagt haben, Notaufnahme, ja, also Erste-Hilfe-Station, kann man sagen. Dann kam Entbindung dazu, dann kam Männer, dann kam Frauenstation und dann eben, was ich vorhin erzählte, ne, durch RTL das Kinderkrankenhaus, was einfach ein wahnsinniger Segen ist, weil wir eine unheimlich junge Bevölkerung haben. Mhm. Stichwort unheimlich viele Kinder, Stichwort Frauen. Und da machen wir auch, ein ganz, ganz tolles Projekt in diesem Zusammenhang mit den Frauen und den Kindern, das meine Mitarbeiter entworfen haben. Die sind nämlich mal zu mir gekommen vor mittlerweile 10 Jahren, Viktor und Team, und haben gesagt: „Madame, wir haben uns was überlegt, wir möchten den Schwangeren helfen." Und dann hatten die Jungs, ja, zu 99% meine Jungs, hatten Mhm. ein komplettes Maternity, also für Schwangere, geburtshilfliche, Programm entworfen, inklusive schon Folien, die sie zeigen wollten, weil hier ist alles visuell, ne? Ist Die klar. die Leute Mhm. haben keine physiologischen Vorbildungen, die wissen nicht, wie's aussieht im Bauch und so weiter. Also, das muss man alles bildhaft zeigen da in den Dörfern. Das hatten die alles fertig. Komplett. Die Folien hatten sie fertig, das Programm hatten sie fertig, Kostenvoranschlag hatten sie fertig. Stichwort
Local Empowerment, ne? In diesem Falle wirklich meine Jungs, und das machen wir bis heute. Findet man auch auf Mhm. unserer Webseite, verlinken wir euch unten in den Shownotes, dieses sogenannte Maternity-Programm für die Schwangeren und die Kinder, die Neugeborenen, wo wir auch zum Beispiel Familienplanung unterrichten und einfach erklären, wenn das Baby geboren ist und alles ist gut und allen geht's gut, freuen sich ja alle, können sich aber gar nicht vorstellen, dass im Bauch der Frau so eine große Wunde ist, ne, von der Plazenta, die ja abgelöst wurde, Ja. und was da alles passiert. Das erklären wir alles, und weil wir ohne Vorurteile ganz einfach auf lokalem Level zusammen mit den Gesundheitsinstitutionen, mit den Hebammen, mit den Krankenschwestern arbeiten, kommen auch immer die Männer mit. Und das ist natürlich super, weil so eine Entscheidung, ne, Kinder ja und nein, ist ja schön, wenn das gemeinsam einfach getroffen wird. Und wenn man das Wissen dazu hat, sich einfach bewusst dafür oder einfach auch dagegen zu entscheiden, für eine Weile oder ganz, oder es sind schon genug Kinder oder so. Und das ist ein Projekt, das ich wirklich jedem auch ans Herz legen möchte, abgesehen von dem Gebäude und was wir da bauen, was auch wichtig ist. Wenn du kein Gebäude hast, wo du entbinden kannst, dann bleibt dir nur der Baum übrig, ja, so. Aber allein aus Hygienegründen ist das schon keine gute Idee. Da gibt es einfach unheimlich viele Ansatzpunkte. Und wie du gerade gesagt hast, wenn man selber zu Hause auf der Couch liegt und es geht einem nicht gut und es kommt einer mit einem Tee und einer Aspirin, allein da ist einem ja schon geholfen. Und genauso ist es hier auch. Es geht nicht um das, auch manchmal, klar, um das große Ganze. Wir haben auch schon ein Kind mit einer Herzoperation nach Kenia ausfliegen lassen, weil das hier nicht ging. Gemeinsam mit dem damaligen Botschaftsarzt der deutschen Botschaft hier, der selber eine Stiftung und einen Verein hat. Das gibt's auch, aber viel ist ja Prävention. Wenn man von vornherein schon schaut, dass eben das Schlimmste gar nicht passiert, und da kann man bei uns super wirklich konkret unterstützen. Mhm. Jetzt wollte ich noch mal eingehen, auch weil du ja eben sagst, ihr macht ja diese Aufklärungsveranstaltungen, will ich's jetzt mal nennen, ja, wo eine Krankenschwester dabei ist, wo von Social Welfare jemand kommt vielleicht. Und da wird einfach viel erklärt, einfach viel Aufklärung betrieben, was ja vorher oft unbekannt war einfach bei den Leuten. Und, es ist ja schon auch ein Anliegen zu sagen, also Leute, weil also ich hatte ja auch mit einigen Frauen gesprochen damals und die haben dann auch gesagt: „Ja, also wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt 8 oder 10 Kinder, sondern wir würden auch gern nur 3 haben“, ja? Und dann ist natürlich auch das Thema Verhütung ein Thema und, ja, das geht ja Madame Fou auch an, ja, dass er sagt also auch, dass man den Männern erklärt: „Leute, so und so könnte man verhüten, ja, weil es euch nicht weiterhilft, wenn ihr 12 Kinder habt, die ihr alle gar nicht satt kriegt und nur denkt, na ja, wenn ich 12 Kinder habe, bin ich mal versorgt. So ist es ja eben gerade nicht. Und, ja, wie ist denn das mit den Verhütungsmaßnahmen? Also, wa wird das wirklich auch umgesetzt? Klappt das? Ist die Pille das richtige Mittel dafür oder gibt es da eher andere Varianten, die da besser von Erfolg gekrönt sind, sage ich mal? Also die Mittel gibt's hier zum Großteil alle, ne? Also, ähm, Pille Stichwort, dann dieses Hormonstäbchen, was man sich implantieren lassen kann, und diese sogenannte 3-Monats-Spritze, die es aber auch in anderen Rhythmen gibt. Und das genau, dann bin ich da vielleicht gerade nicht genug drauf eingegangen, das findet eben in diesem Maternity-Programm statt. Mhm. Also zum einen die Aufklärung für Schwangerschaft und so weiter, aber eben auch die Möglichkeit der Verhütung. Und insbesondere, wenn gerade ein Kind geboren ist, ist das ein super Zeitpunkt zu sagen: „So, so und so“, ähm, weil da eben auch häufig noch, auch bei uns, habe ich das kriege ich das immer mal wieder mit, bei uns in Deutschland, ne, dass man sagt: „Ja, solange man stillt, kann man ja nicht schwanger werden.“ Ja, Pustekuchen. Mhm. Ne, also Mhm. klar, Kinder sind 'n Ja. Segen und alle sind gut, aber 12 müssen sie jetzt vielleicht grade auch nicht sein. Genau, vor allen Dingen, wenn einer der Partner gar nicht will, ne? Ja. Darum geht's ja auch. Also, wenn alle happy und Mhm. glücklich sind und alles läuft und so, kann jeder mit seinem Leben machen, was er anfangen möchte. Ja, ja. Aber wenn das eben nicht der Fall ist oder die Optionen fehlen. Es geht ja nicht darum, wirklich das ist mir auch wichtig, zu sagen, dass wir da nichts aufoktroyieren, ihr sollt nicht und ihr dürft nicht und so, sondern dass man die Information hat. Dass wir die Information bereitstellen, eben wie du gesagt hast, durch ghanaisch geschultes Personal. Da kommen keine Laien, da kommt niemand, da kommen vom ghanaischen Gesundheitsministerium zertifizierte Mitarbeiter, also Hebammen, Krankenschwestern,
Ärzte und so weiter, alle, die mit diesem Thema halt zu tun haben, Sozialarbeiter, und die zeigen die Möglichkeiten auf. Und wenn ich Wissen habe, dann kann ich mein Leben ja viel aktiver und freier gestalten. Darum geht's, genau, Christine. Und das findet eben da auch statt. Und da nur vielleicht ein kleiner Seitenhinweis oder so, ein Einschub. Genau, dadurch, dass wir so extrem gut vernetzt sind, und das ist was, worauf ich hier wirklich auch noch, also wirklich mal hinweisen müsste, wenn ihr euch unsere Webseite anguckt, schaut mal, wo wir überall sind, was wir alles machen, wo uns die Leute vertrauen. Und unsere Mitarbeiter, Sozialarbeiter und so weiter, das ganze Team ist ja immer überall im Lande unterwegs und hat eine unheimlich hohe Reputation. Da geht es nicht darum, dass man warten muss, dass jetzt eine Aufklärungskampagne kommt und jetzt können wir darüber reden, sondern natürlich wird unsere Sozialarbeiterin beim Baumpflanzprojekt, die da vielleicht gerade mit dabei ist, an die Seite genommen und gesagt: „Hör mal, Lydia, wie ist denn das? Ich glaube, ich hätte gern noch ein Kind oder nicht.“ Weißt du, dieses, wie wir beide uns auch als Freunde unterhalten, ne? Madame, so Ja, Freunde. ja, genau. Und dadurch, dass wir immer da sind und für alle ansprechbar sind, finden diese Gespräche ja auch statt. Weißt du, und wie bei uns, wie du immer gesagt hast, kleine Schritte, immer weiter. Und nach 25 Jahren sind das bei uns ja nicht mehr so kleine Schritte, ja? Ja, Aber genau. das macht das einfach, dass wir vor Ort sind, mit Einheimischen arbeiten und diese Information bereitstellen. Ja, jetzt sind wir beide ja so mega ungeduldige Leute, ja? Also, da bin ich ja nicht anders wie du, ja? Es muss ja immer jetzt entscheide ich mich und gleich muss ich loslegen. Geht in Ghana nicht alles so schnell. Jetzt hast du gesagt: „Okay, macht diese Projekte, ihr seid gut vernetzt, das klappt alles ganz gut.“ Auf welche Schwierigkeiten seid ihr gestoßen oder stößt du immer noch, wo du sagst: „Ah, könnte das mal nicht irgendwie ein bisschen schneller gehen oder besser gehen oder was klappt gar nicht? Oder wo du sagst: das hätte ich jetzt als mit meiner deutschen Mentalität, auch wenn du jetzt schon lange ja in Ghana bist und alles gut kennst, sagst: „Na ja, also jetzt wäre es schon mal an der Zeit, dass man das eine oder andere Mal anders organisiert, damit es einfach besser klappt.“ Was sind denn da so eigentlich die Schwierigkeiten, die in Ghana da so auftreten? Also gerade im Bereich der Gesundheit muss ich mal für die ghanaische Regierung im Großen und fürs Gesundheitsministerium und dann im Kleinen für die Distrikte, für Mhm, jede Community Health Nurse, das sind die, die bei uns braun angezogen sind, die bei uns gab es früher so eine Gemeindeschwester, die ja, rumgefahren ist, ne? So mhm, was ist das. Für die muss ich wirklich in die Bresche springen. Also die geben hier wirklich alles, die versuchen wirklich, da würde ich gar nicht sagen, da klappt was nicht, wir kriegen immer das Personal, das funktioniert gerade im Gesundheitsbereich, weil man hier weiß, worauf man sich einlässt. Wenn du hier Hebamme bist, wenn du hier Krankenschwester bist, dann weißt du, was dir blüht. Wenn die dich mitten in Busch, ins Nirgendwo, in Madame Fogana Chips Compound posten, also anstellen, das weißt du. Das sind die, also meine Heldin. Ich sage ja mal Krankenschwestern, um Atze zu zitieren. Du bist mitten im Busch, egal wo auf der Welt, du triffst eine Frau mit dem Rucksack, kannst du dir sicher sein, ist eine Krankenschwester. mhm. So, ne? Also, Aber da ich muss muss ich, ja wirklich da muss ich dann auch 'n Einschub machen, weil da habe ich eine getroffen, als wir bei einer unserer Reisen waren und dann, habe ich gesagt das war so 'n junges Mädchen: „Ja, was willst du denn mal werden?“ Und da kam dann also, da habe ich mit mehreren ja schon gesprochen und da kam ganz oft Krankenschwester. Also, das ist trotz allem also, trotz dieser und es ist ja nicht so wie bei uns, wo ich sage: Jetzt bewerbe ich mich mal in Berlin an der Charité oder jetzt gehe ich mal an das Krankenhaus der LMU in München, sondern da wird man ja irgendwo hingeschickt. Also, man kann sich das ja, gar nicht so in frei Ghana kannst du das nicht aussuchen. aussuchen. Nein, und es gilt auch für Lehrer im Übrigen und das Ja. finde ich auch erstaunlich, ja, dass du sagen kannst: „Na super, jetzt komme ich eigentlich aus Tamale und dann muss ich irgendwo anders hin.“ Also, das finde ich schon auch beeindruckend, dass das und trotzdem gibt es so viele Frauen, die diesen Beruf ergreifen wollen. Finde ich schon auch bemerkenswert. Ja. Um auf deine Frage noch mal zurückzukommen, also das ist das eine, das wirklich, da kann ich nur sagen, wirklich, und jeder, der uns mal besucht hat oder der hier war, der weiß, dass ich da jetzt nicht irgendwas schönrede oder so. Ich meine, du warst auch da und hast dir das alles angeguckt und du bist nicht die Einzige, so, das ist das eine. In diesem, ich sage mal, Projektfeld, also wenn es um Gesundheit geht, da bin ich einfach ganz ehrlich, da brauchen wir mehr Geld. Das ist wie Mhm. in Deutschland, sorry, Mhm. Gesundheit ist Mhm. teuer, da kann Mhm. ich nix machen, da kann ich nicht sagen: „Ja gut, dann bastelt doch mal was“, oder
ihr müsst euch mal überlegt euch was anderes, vielleicht haben wir noch andere Ressourcen. Da muss ich meine Hände heben und sagen, sorry, Entbindungsset kostet Geld. Ohne das Entbindungsset hat die Hebamme ihre Hände und ein vielleicht sauber gewaschenes Tuch. Wäre aber schön, wenn sie vielleicht eine Schere, eine Pinzette und so weiter hätte, ne? Ja, Wenn wir keine Ausstattung haben, wenn du blutest und hast keinen Tupfer, dann blutest du und hast keinen Tupfer. ja. Da kannst du froh sein, wenn der Herbalist vielleicht sich auskennt und sagt, du, die Blätter helfen und die helfen dann auch wirklich, ne? Aber da muss ich einfach sagen, da brauchen wir mehr Geld und da könnten wir, Madame Fogana, so viel mehr machen, weil wir das Wissen haben, das Wissen, was wir da tun müssen, die Ressourcen im Sinne von, wir haben die richtigen Leute, wir haben die Bauarbeiter, wir können Krankenhäuser bauen. Wenn ich Spenden kriegen würde, die mir erlauben würden, jeden Monat ein Krankenhaus zu bauen, dann ist das für uns kein Problem. Die Ressourcen und das Wissen haben wir. Bei Gesundheit, aber auch bei Bildung, aber heute reden wir über Gesundheit, fehlt es Ja. immer am Geld. Ja. Da kann ich dir nicht sagen, jo Mensch, das läuft nicht und da würden wir uns wünschen, nee. Da rennst du beim lokalen Gesundheitsministerium, also hier bei den DCEs und bei den Gesundheitsdirektoren der Distrikte, also wie bei uns in der Gemeinde, kann man vielleicht übersetzen, in der Gemeinde rennst du offene Türen ein, die sind sofort dabei. Weil wir alle wissen, ohne Gesundheit, wie ohne sauberes Wasser oder ohne Wasser, können wir nicht leben, ne? Oder Ja, überleben ja, in dem Fall. ja. Und das ist auch ein bisschen, darf ich jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung für mein Projekt machen mit den Kumasi-Frauen? Ja, Ja? logisch, mach. Ist keine Schleichwerbung, ist alles Madame so. Genau. Also Leute, mein persönliches oder auch das Projekt von meinem Mann, es sind die Trägerinnen von Kumasi, die auf diesem Markt Waren von A nach B tragen, also vom Händler zum Kunden, vom Händler zum Händler. Da gibt es 30.000 von diesen Frauen Ja, und mehr. Aber ja, und die leben Zigtausende. unter unwürdigsten Umständen. Also, die haben teilweise ihre Kinder dabei, die werden vergewaltigt, die werden beklaut, die schlafen unter der Brücke. Guckt auf unserer Homepage Madame Fogana unter Spenden. Wir blenden das auch wieder unten ein. Ja, Und kommt in die da Show. sind wir dran. Also, unser erstes Ziel sind 100.000 €, weil, wie Bettina schon sagte, kostet das viel Geld, weil wir möchten gerne für diese Frauen was tun, dass die eine erste Anlaufstelle haben, wo sie sich einfach mal hinwenden können, wenn sie Malaria kriegen, wenn sie schwanger sind, wenn sie einfach ein gesundheitliches Problem haben. Und es ist halt so, um das zu machen, brauchen wir ein Grundstück, dass man da mal so ein Häuschen hinstellen kann. Und das kann man halt nicht machen. Also, wenn ich es jetzt mit München mal vergleiche, dann muss ich das Grundstück im Viktualienmarkt machen und kann das nicht irgendwie JWD, weil das muss ja zentral sein. Die müssen das ja fußläufig erreichen können. Und da ist es natürlich teurer, als wenn ich das irgendwo im Busch mache. Und da sammeln wir auch gerade Spenden. Also, wenn ihr da irgendwie unterstützen wollt, ich spreche auch gerade an alle Frauen, die geballte Frauenpower, damit wir da Alle was erreichen können. Unternehmerinnen, alle Start-up-Gründer, genau. Genau. Da Also nach unterstütze ich London. dich, Christine, weil das geht genau da wirklich um die Gesundheit. Wir verlinken es euch unten. Also Genau. unten, ne, wenn ihr guckt, findet ihr den Link. Ihr findet den Link zu Christines Spendenaktion. Wie gesagt, ne, vielleicht kann man nicht überall was machen, aber bei uns kann man sicherlich gezielt was machen. Und das ist lieb von dir, dass du das auch nochmal erwähnst, weil das einfach auch ein Herzensprojekt ist, wie alle unsere. Aber das ist wirklich auch ein Herzensprojekt, weil den Frauen und den Kindern, denen muss wirklich geholfen werden. Und zwar schnellstens. Genau. Genau. Also, ich denke, jetzt haben wir schon einen weiten Bogen gespannt von den Anfängen, Krankheiten, was tut man, was kann man tun, was tut Madame Fogana konkret. Und ich finde das schon also toll. Also, ich habe mich ja auch wirklich mit meinem Mann vor Ort schon vergewissert, wie das läuft. Und es läuft eigentlich in meinem Sinn genau so, wie es auch muss. Nämlich, dass die Leute sind auch selber verantwortlich, sie ergreifen Initiativen vor Ort. Madame Fo ist super gut vernetzt. Also, ich sage mal, nicht immer von ganz oben, sondern eben die Kleinen unten, die vor Ort sind, die sind da wahnsinnig aktiv. Also, es ist wirklich schon beeindruckend, was da so bewerkstelligt wird und was man bewerkstelligen kann mit wirklich auch kleinem Geld. Ja. So, das war jetzt mein Das war Schlusswort. das
Wort zum Sonntag und zum Donnerstag. In diesem Fall, wenn der Podcast donnerstags erscheint. Das kommt auf unser Netz an, wie lange das jetzt hier dauert, hochzuladen. Ich danke dir, Christine. Da muss ich jetzt wirklich mal dir danken. Das war so ein ganz, ganz tolles Gespräch. Wir sind ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, das ist einfach so interessant. Ja, es gibt einfach Sachen, die kann man nicht abkürzen. Da muss man sich einfach auch mal für Zeit nehmen. So. Genau. Wir danken euch, dass ihr uns eingeschaltet habt, zugehört habt und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, alles Liebe, macht's gut. Mach's Tschüss. gut. Ciao.